Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Man könnte sich fragen, ja, wo ist denn der da gerade? Also ich liege hier, beziehungsweise Nina liegt und ich knie vor unserer Flugzeugladestation. Und jetzt kann ich sagen, Nina, ist dein Akku leer oder was machst du da? Ja, der Akku ist leer. Der Akku ist leer. Nina muss mal neu geladen werden. Aber sie liegt da seit 2 Stunden, weil sie etwas macht, was anstrengend ist und uns allen Schmerzen bereitet. Denn die Einschränkungen haben uns natürlich jetzt auch getroffen. Wir sind 4 Wochen zu. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Prognosen gebe ich nicht ab. Aber wir haben uns seit 10 Jahren gedacht, wenn wir irgendwann mal in die Situation kommen, dass wir ein bisschen Zeit ohne Besucher haben, dann sollten wir unsere Erkenntnisse, die wir an der Flughafenstartbahn gewonnen haben über die letzten Jahre, mal irgendwie einarbeiten. Dann haben wir festgestellt, ich zeige euch nämlich mal, was hier passiert. Sie wird kaputt gemacht. Wir haben festgestellt, dass wir einige Sachen heutzutage besser können, dass der Dauerbetrieb uns ein paar Erfahrungen gezeigt hat, aber das Allerwichtigste ist, Material bleibt Material. Das ist eine MDF-Platte. Aus verschiedenen Gründen war es auch weiterhin die beste Wahl. Das hat mit Luftfeuchtigkeitsschwankungen zu tun, mit Festigkeiten und auch Sollbruchstellen. Aber genau diese Sollbruchstellen sind halt über die Jahre mal gekommen. Das heißt, wir haben uns immer gewünscht, die Startbahn mal neu zu bauen. Das dauert ungefähr mit 10 Leuten 4 Wochen. Das wussten wir. Also 10 Leute, 4 Wochen, 12 bis 14 Stunden am Tag sind Gäste da. Heißt, die Nächte werden kurz. Wir haben das jahrelang aufgeschoben und deswegen haben wir uns gesagt, wenn der Lockdown nochmal kommt, dass wir zumachen müssen, dann machen wir auf jeden Fall das. Wir ziehen das durch, 4 Wochen lang. Unheimlicher Schmerz, weil wir haben so viel Herzblut in diese Anlage hier gesteckt und die jetzt abzureißen, also wirklich auf, also wir wissen, der Point of No Return ist bereits passiert. Das kriegen wir so nicht mehr zusammengebaut. Ich nehme euch mal so ein bisschen durch die nächsten Tage. Wir haben jetzt noch 3 Wochen Zeit und hoffen, dass in 3 Wochen hier wieder die Flugzeuge fliegen. Und die neue Anlage, diese hier hat über 1 bis 3 Millionen, irgendwo so in dem Größenordnungsrahmen, Bewegungen mit dem Schlitten hinter sich, dass die neue Anlage noch mehr schafft und noch besser ist. Also ich werde diese Folge vielleicht, mal schauen, was kommt, nicht so viel reden wie sonst, sondern ich lasse die Bilder sprechen. Kommt mit durch diese Tage. Hier liegt eine alte Platte und an der kann ich eigentlich mal zeigen, was eigentlich unser Hauptschwachpunkt bei dem ganzen System war. Das sind weiterhin die Schlitzschließer. Das liegt nicht daran, dass die Schlitzschließer irgendwie schlecht sind, sondern wir zu den Sternen greifen, was diese Schlitzöffnung und Schließmechanismus angeht. Wir wollten nämlich zu jedem Zeitpunkt, da könnt ihr euch mal die alten Tagebücher mal angucken, wie wir an diesen Schlitzschließern rumgedoktert haben. Wir wollten aus optischen Gründen, dass der Schlitz immer geschlossen ist. Nebengrund ist auch, Autos sollen darüber fahren können, aber wichtiger war uns, wir wollen nicht irgendwie so eine breite Öffnung dauerhaft in der Startbahn haben. Also wir brauchen etwas, was den verschließt. Das sind die Schlitzschließer. Dieser Mechanismus und diese Dinger sind eigentlich 10 Jahre alt, außer dass wir die Schlitzschließer an sich, nur dieses Teil hier, nach 3 Jahren gewechselt haben, weil wir gemerkt haben, wir können hier einen anderen Steigungswinkel nehmen und auf dem Schlitten fährt ja der Öffner mit. Auch da eine andere Steigung nehmen und ein anderes Material, damit wir an dieser Stelle hier nicht mehr so viel Abrieb haben. Und man sieht, 7 Jahre lang haben die gehalten. Das heißt, was wollten wir erreichen mit dem Neubau? Erstens, Schlitzschließer sollen schneller gewechselt werden können, weil das war ein Riesenakt, als wir das einmal gemacht haben. Und zweitens, die Aufnahme der Schlitzschließer, die hier mit Schrauben in der MDF-Platte stattfindet, die ist die Achillesferse sozusagen, weil da wirkt die ganze Kraft drauf und es ist auch eine Hebelkraft, weil der Schlitten öffnet das und dreht damit sozusagen ständig an diesem Schlitzschließer. Damit ist diese Stelle hier erstens empfindlich wegen der physikalischen Kräfte und zweitens, es braucht nur einmal was schief gehen, dann passiert hier sowas. Das heißt, mehrere Millionen Mal wird er geöffnet und geschlossen und Mechanik hat was an sich, das ist einfach nur statistische Wahrscheinlichkeit, dass bei jedem mechanischen Prozess nach einer bestimmten Anzahl irgendwann mal was schief geht. Das kann der Sandkorn sein, das kann was auch immer sein. Und hier sieht man, ist mal was schief gegangen, kann ich sogar abbrechen hier. Je häufiger das passiert, desto wackeliger wird die Angelegenheit, das schaukelt sich dann hoch und irgendwann knallt und so ein Schlitzschließer fliegt raus. Wenn das passiert, verbiegen uns die Stangen, weil das verkantet sich alles, kriegt der Schlitten einen riesen Ruck, die ganze Startbahn leidet drunter und das ist so 4, 5 Mal passiert in den Jahren und das merkt man an Rissen hier und da und dass einige Platten gerade an den Stößen gelitten haben. Weil MDF war die erste Wahl, ist es auch weiterhin, weil MDF unheimlich gut auf Feuchtigkeitsschwankungen, auf Temperaturschwankungen reagiert, trotzdem eine enorme Festigkeit hat und gleichzeitig eigentlich auch noch wiederum Sollbruchstellen sich sehr gut realisieren lassen. Dass man nicht möchte, dass die ganze Startbahn zerfetzt, wenn er mal schief geht,
sondern möglichst nur so ein Schlitzschließer. Das sind die Erkenntnisse, auf die wir alle gewartet haben, dass wir sie endlich umsetzen können. Und drückt uns mal die Daumen, dass wir das jetzt in diesen Tagen schaffen. Und wir müssen halt den Fahrdraht neu setzen, wir müssen die gesamten Lampen neu setzen, wir müssen die Kontakte, die Stoppstellen, die Weichen neu setzen. Alleine die Startbahnbefeuerung, weil unter der Anlage fährt dieser Schlitten lang, da kann man nicht einfach ein Kabel runterhängen lassen, muss komplett sauber zur Seite geführt werden, angeschlossen werden, wieder an die Ansteuerung. Ja, jetzt hast du auch den Knuffing Airport erwischt. Wir haben halt auch ein Grounding aller Flugzeuge. Hier stehen sie. Es ist eigentlich die Autoladestation, aber wir mussten halt irgendwo hin damit. Aber das sind nur die Hälfte unserer Flugzeuge, aber hier stehen sie eigentlich ganz gut. Aber es ist skurril alles. Das ist für mich hier ein faszinierendes Bild, weil wir haben damals erst die Startbahn gebaut, das alles sukzessive in Betrieb genommen und dann angefangen, die Anlage daran zu bauen. Dass hier die Ansicht jetzt umgekehrt ist, dass die gesamte Anlage fertig ist, aber wir in den von oben offenen Schlitten reingucken können, ist faszinierend, weil es sieht einfach, wahrscheinlich für euch ist es gar nicht so besonders, aber für mich zeigt es die Besonderheit der Situation, dass wir so noch nie ran konnten, seitdem wir die Anlage dran gebaut haben. Jetzt geht es erstmal Richtung Werkstatt, weil wir haben uns gesagt, den ersten Teil der Arbeit machen wir bequem an den Arbeitsplätzen und erst die schlimmste Zusammenbau-, Verkabelungsarbeit am Ende machen wir hier. So, hier sieht man die Platten in der Ursprungsform. Wir haben unheimlich viele Erkenntnisse reingearbeitet in diese Zeichnung der Platte im Rechner und können sie dann mit unserer Superfräse, da könnt ihr euch mal die Gerres-Tagebuch-Folge über die Einbringung der Fräse anschauen, konnten wir die auch wesentlich filigraner jetzt fräsen. Das heißt, wir haben sämtliche Informationen auf der Rückseite mit reingearbeitet, dass uns das alles leichter fällt. Und ja, die Oberfläche sieht eigentlich ganz harmlos aus, aber genau hier in diesen Rundungen und in diesen Aussparungen, da sitzt das eine, was unheimlich wichtig ist. Und jetzt gehe ich mal dahin zu Damians Platz. Und hier fangen wir jetzt gerade an. Das ist ein neues System für die Landebefeuerung. Das ist der Grünbereich der Startbahn, weil wir immer, wenn wir mal einen kleinen Fehler gemacht haben, wenn bei mir in der Software was nicht stimmte, haben wir immer die aufgeständerte, immer höher werdende Landebahnbefeuerung abgefräst. Also ich bin da oftmals durchgeschreddert leider, die wurde immer schlechter. Und deswegen haben wir uns jetzt gesagt, wenn Gerrit seine Softwarefehler nicht findet, naja, bei 1 Million Mal darf auch mal was schief gehen, ne? Dann machen wir sie tauschbar. Das heißt, wenn ich sie mal wieder abraspel mit irgendeinem Flieger, dann kommen wir einfach mit Reserve, drehen die rein und fertig. Das heißt, wir haben ja eigentlich fast den ganzen Sommer vorbereitet und gezeichnet auf diesen Moment und sämtliche Sachen nochmal durchdacht und verbessert. Hier sieht man zum Beispiel, dass das hier schon eine andere Farbe hat als die andere Platte eben. Das ist mit diesem Material eingearbeitet jetzt, was das fester macht, als man sich alles vorstellen kann sozusagen. Das heißt, wir haben genau die Sollbruchstellen erhalten, an andere Stellen verstärkt und hoffen jetzt einfach, dass das 20 Jahre hält. Das ist die Stelle, die ich oben gerade erwähnte mit den Schrauben. Eher wird dieses Gewinde oder die Schraube rausbrechen als die Schraube an sich. Und das sind die wichtigsten Stellen mit, weil da sind die Schlitzschließer befestigt. Und die haben halt nicht nur diese Klappkraft, sehr viel Vibration, sondern halt auch immer so eine leichte Drehmomentbewegung und das auch noch Ganze mit Peng, mit einem Stoß, weil der Schlitten sehr schnell ankommt. Hat hier und da nicht immer gehalten bei mehrere Millionen Mal betätigen. Und das hält, bin ich mir sicher.
das, am besten, vielleicht mache ich es einfach selbst, damit ihr die Verantwortung nicht tragt. Also, wir haben hier die alten Platten, die ersten, wir haben uns gleich die richtigen sozusagen rausgesucht, wo das Legen des Fahrdrahtes die größte Herausforderung war. Weil es ist halt so, wenn du über 1 Million Mal gestartet bist, dann ab und zu geht mal was schief und wir protokollieren das alles. Und es gibt so Stellen wie diese zum Beispiel, wo häufiger mal passiert, die Autos, die hier lang fahren sollen, biegen plötzlich auf die Flugzeugrichtung ab und die Flugzeuge, die hier lang fahren sollen, biegen plötzlich auf die Autospur ab. Und das sind Probleme, die kriegt der Computer nicht in den Griff, nach dem Motto, schick die mal wieder zurück. Also wollen wir sie vermeiden. Und ich war selbst gerade ganz baff, was wir damals über die Jahre haben wir das immer wieder aufgemacht und verbessert, eigentlich für eine geniale Lösung gefunden haben. Die ist ziemlich gut. Und die werden wir jetzt uns sozusagen an vielen Stellen gucken, weil nicht alles sitzt immer im Kopf, sondern vieles sieht man, was man über die Jahre verändert hat auf der Anlage. Und die ist wirklich gut, dass man nämlich bestimmte, das Magnetband ist vom Magnetfeld her gerichtet. Und das Auto möchte halt, oder das Flugzeug, immer dieser Richtung folgen. Und wenn man die unterbricht, was bei Kreuzungen ja passieren muss, einer ist der Chef sozusagen und seine Richtung führt durch, der andere ist kurz unterbrochen, dann darf es nicht passieren, dass das Fahrzeug plötzlich sagt, oh, mein Fluss des Magnetfeldes ist unterbrochen, dann nehme ich mir den anderen. Das darf genau nicht passieren. Und das haben wir hier ziemlich gut gelöst, das übernehmen wir. Okay. Und ich gucke mir jetzt mal ein paar andere Sachen mit dir an und dann geht's mit dem Fahrrad los. Ne? Jo. Warum seid ihr eigentlich alle so entspannt? Ich bin so kacke nervös. Cool. Es macht irgendwie Spaß. Ich habe das seit 10 Jahren nicht mehr gemacht, eine neue K-Systemstrecke zu bauen oder in diesem Fall Flughafensystemstrecke, weil es funktioniert ja so, das ist ein Magnetband, das ist hier in der Straße und der Lenkmagnet folgt dem Magnetband. Und macht total Spaß, das wieder zu machen, weil ich habe das jahrelang nicht gemacht. Aber es wurde mir auch wieder bewusst, wie friggelig einige Stellen sind. Es gibt so ein paar Kreuzungen, kein Problem. Magnetband einfach so legen, das andere aufschneiden, daran. Wenn das Fahrzeug irgendwie in Schwung ist, dann will der irgendwie auch darüber. Wenn der Winkel aber sehr flach wird, dann ist es nicht mehr so sicher, ab einem bestimmten Punkt, ob das Fahrzeug dann nicht eventuell den querfahrenden Draht findet und da abbiegt. Dafür gibt es Tricks, dass man hier und da einen kleinen Hohlraum lässt, weil Hohlräume mögen Magnetfelder nicht. Das heißt, das unterbricht das Magnetfeld kurz und dann wird der Lenkmagnet schon in seine Richtung gebracht. Man findet aber meistens, oder man findet Stellen, wo nicht in alle der 4 möglichen Richtungen das einwandfrei funktioniert. Und hier ist zum Beispiel eine. Und da habe ich jetzt festgestellt, wir haben zwar Änderungen gemacht in den letzten 10 Jahren und haben die eigentlich auch verstanden und uns auch gemerkt. Aber wie ich sehe, haben wir nicht alle in unsere Originalzeichnung eingetragen. Und jetzt haben wir hier die neue Platte gefräst mit allen Erkenntnissen, die wir sonst so hatten, mit neuen Schlitzschließern und hier der neuen Verstärkung und so weiter und so fort. Und stellen fest, nachdem wir jetzt doch uns die Originalplatte mal genommen haben, die gerade ausgebaut wurde am Flughafen, hier ist eine Stelle anders. Das heißt, da haben wir was mit der Hand geändert, weil es auch Sinn macht, das erschließt sich mir auch sofort, haben es aber im Hauptplan nicht übernommen. Deswegen haben wir hier, es sieht jetzt ein bisschen kaputt aus, das nochmal nachgefräst. Und werden das gleich schön spachteln. Aber das sind so, wenn man noch so doll in der Theorie drüber nachdenkt, 10 Jahre lang verschiedene Menschen haben schlaue Ideen gehabt und wenn man dann etwas geändert hat und nachts repariert hat, hat einfach auch umgesetzt, kommen jetzt hier zusammen. Deswegen, wir werden einfach jede Platte, den Belag abnehmen, uns angucken, was da drunter ist. Aber wir haben ja ein bisschen Zeitdruck. Das ist tatsächlich jetzt so, du kannst ja monatelang planen, so ein Ding. Und kannst dann sagen, auf den Punkt, in der Reihenfolge machen wir das. Jetzt ist so ein bisschen der Punkt, die Platte liegt hier, davon haben wir jetzt 32 Stück, glaube ich. Und auf diese Platte warten jetzt alle anderen, bis wir fertig sind. Deswegen, ich mache mal weiter, ne?
So, wir sind in der dritten Woche. Wir haben alle Platten mittlerweile gefräst. Sie sind alle mit der Versiegelung versehen, sodass sie 1000 Jahre oder länger halten. Wir halten euch auf den Laufenden. Wir sehen uns dann. Und wir haben die Schlitzschließeraufnahmen alle fertig. Die müssen ganz fein und ganz genau und vor allem bombenfest eingebaut werden. Wir haben sämtlichen Fahrdraht drin. Es ist auch schon die Schutzfolie drüber, sodass der Fahrdraht dort bleibt, wo er jetzt ist. Wir haben die Kontakte eingebaut, auch schon mit Kabeln versehen. Die Stoppstellen für die Autos, die teilweise immer noch mit Magnetspulen funktionieren. Und die Infrarotstoppstellen für die Flugzeuge, die werden über Infrarot gesteuert. Alles ist drin, erste Teile sind auch verkabelt. Das heißt, es ist ein Kurzupdate, weil Mittwoch wird spannend, da werden die ersten eingebaut. Aber eine Sache fehlt noch, 1000 Landebahnbefeuerungs-LEDs. Jede einzeln muss ganz präzise sitzen, sodass, wenn das Flugzeug über die Startbahn fährt, nicht holpert. Und vor allen Dingen jedes Kabel muss einzeln unter der Anlage verkabelt werden. Und zwar so, dass, dass der Schlitten nicht ein einziges Kabel berühren kann und mitreißen kann. Aber kommt mal am besten mit, das zeige ich euch mal bei Matze. Darf ich reinkommen? Hallo Matze. Hi, moin. Ja, es ist nicht dein Schreibtisch, normalerweise hast du ja dein Büro da hinten, ne? Aber wir sind hier mit 32 Platten, die mit Landebahnbefeuerung ausrüsten müssen, an allen Plätzen sozusagen zugange. So sieht es aus, wenn die LEDs schon sauber reingedrückt sind, die Rückseite. Und jetzt heißt es, alle diese Kabel möglichst ohne Fehler, ne? an die richtige Stelle zu bringen. Und wir sind ja faul geworden über die Jahre. Diesmal kriegt jede Platte einfach so eine Steckerleiste an einer Stelle, wo der Schlitten sie nicht wegreißen kann. Und die Kabel werden ganz sauber so geführt, dass sie auf diesen Stecker aufgelegt werden und der Schlitten so viel unter durchfahren kann, wie er möchte und kein Kabel treffen kann. Damals haben wir das nämlich vor Ort gemacht, über Kopf. Und die ersten Fahrten waren durchaus mal so, dass doch ein bisschen Kabel gefressen wurde. Das wollen wir vermeiden. Und außerdem ist das Ziel, dass wir am Mittwoch, wenn alles klappt, die Platten reinlegen, festschrauben, einmal ein bisschen einstellen und dann nur noch klick, klick, klick die Stecker rein und fertig. Denn Kenny und Jenny und ein paar andere sind unter der Anlage dabei und machen das Gegenstück fertig. Das heißt, es werden von diesen Steckern, die dann da baumeln, die Kabel zu den Steuerplatinen gelegt. Klingt alles so nach dem Motto, auch ein bisschen Landebahnbefeuerung, vielleicht 30, 40 Stoppstellen und Weichen, aber es sind insgesamt, glaube ich, mit Kontakten 1300 Verbraucher, die alle an die richtige Stelle geführt sein wollen. Und das macht doch mehr Sinn, das gut geplant hier gemütlich am Schreibtisch zu tun, weil die Möglichkeit haben wir ausnahmsweise mal. Schauen wir mal, ob das klappt. Toi, toi, toi. Ja, also 2 Platten werden gereicht, ist so nicht besonders aufregend für uns, aber schon, weil wir halt wissen, wie viele Arbeitsschritte es brauchte, bis so eine Platte uns hier mal eben gebracht werden kann. Und es kommt ja hinzu, jede Platte, die hier beim Flughafen oben bei uns ankommt, ist fertig. Und es fehlen, glaube ich, nur noch ganz wenige, dann sind die fertig beleuchtet. Hier ist zum Beispiel so eine Kleinigkeit passiert durch die Steckerlösungen, die wir uns jetzt überlegt haben, dass Kenny alles vorverkabelt hat mit seinem Team und wir hier mit den Platten ankommen und nur noch Klick, Klick machen. Diese Platine ist an der falschen Stelle, kann mal passieren, ne? Die setzen wir um. Aber das zeigt sich jetzt so richtig. Normalerweise, wie wir es damals gebaut haben, würden jetzt die 32 Platten hier draufgelegt werden und es würden weit über 1000, ja eher 2500 Kabel runterhängen und man muss in diesem Kabelwulstgewirr das Richtige finden, dann unter der Anlage in diesem engen Raum das verkabeln, das bleibt uns jetzt alles erspart. Und das Schöne ist, es bleibt uns ab jetzt immer erspart, weil die Vorarbeit ist jetzt einmal gemacht. Was auch ganz schön ist, dieses Gestell ist 13 Jahre alt und ich hatte immer Sorge vor so einem Alugestell und da gab es auch ganz viele Unkenrufe damals von Experten in allen Medien. Ah, das klappt nicht und Stahl mit Aluminium kombiniert und Holz obendrauf und die Anlagenteile. Es hat funktioniert, 13 Jahre lang und es zeigt keine Verschleißerscheinung, es löst sich nichts, es hat irgendwie nicht mal gearbeitet. Ne? Wunderbar, weil wir müssen dafür sorgen, dass dieses Gestell, wo der Schlitten durchfährt, 18 Meter lang, mit vielen Vibrationen und Kräften, entkoppelt bleibt von der Anlage. Erstens, damit es die Anlage nicht stört und auf der anderen Seite, damit die Anlagenteile links und rechts nicht irgendwie auf diese Startbahn drücken und irgendwie das Gestell verschieben. Das muss alles entkoppelt sein. Das Gebäude bewegt sich auch noch. Das ist auf Eichenpfählen gebaut. Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsunterschiede tun ihr Seiniges und es hat geklappt. Was nicht geklappt hat, ist, dass der Kabelschlepp
länger als 5 Jahre haben wir gedacht, hey, es sind doch 10. Selbst der Kabelschlepp, den haben wir nämlich nach 10 Jahren jetzt getauscht, hat 10 Jahre gehalten, obwohl man da auch nicht sicher war, ob das überhaupt geht, weil der Schlitten hat Stangen drauf, die mit Motoren betrieben sind, mit Schrittmotoren. Und da ist ein Ortungssystem drauf und wiederum auch eine Datenübertragung an die Flugzeuge vor Ort. Das heißt, es muss Strom transportiert werden. Und wie kann man Strom über 18 Meter transportieren? Funkmäßig geht das noch nicht. Man könnte Schleifkontakte nehmen, vor denen hatten wir zum Glück Respekt, weil der Kabelschlepp ist die Alternative, hat sich bewährt. Es laufen Kabel mit. Und zwar hochflexible Kabel, die das abkönnen, dass sie immer wieder auf- und abgerollt werden. Das heißt, die Hälfte der Kabellänge läuft in dem Kabelschlepp immer auf- und abgerollt hin und her. Aber auch das hatten wir gesagt, wenn wir das jetzt schon offen haben und nachdem wir vor ein paar Monaten auch den ersten kleinen Defekt hatten, komm, wir tauschen die alle. Das hat ganz gut geklappt, ist auch schon fertig, aber dazu erzähle ich euch gleich noch mehr. Was auch spannend ist, wir haben damals, hast du noch Distanzstücke zufällig irgendwo vom Ausbau? Wir haben uns damals entschieden, um die Oberfläche perfekt zu justieren, weil die Stangen fahren ja fest mit auf dem Schlitten und die geben sozusagen das Höhenmaß vor. Und selbst wenn in der Fahrbahn des Schlittens irgendwie durch Vibration oder Verschleiß der Schlitten ein bisschen in Mulde fahren sollte oder wie auch immer, die Fahrbahn ist da sozusagen nicht die Vorgabe, sondern die muss sich dieser ganzen Sache anpassen, denn das Flugzeug ist auf den Stangen und das Fahrwerk soll ja sozusagen immer genau gesteuert auf der Höhe bleiben zur Oberfläche, wie ich es möchte. Dafür müssen wir die Platten justieren können und wir hatten uns damals entschieden, die müssen in alle Richtungen einstellbar sein und in der Höhe machen wir es so, dass es tiefer geht es nicht. Wir sind also unter Null sozusagen und erhöhen die Startbahnoberfläche mit Distanzstücken. Und das hat sich nicht bewährt, weil wenn man dann was nachjustieren muss, muss man die Schraube abschrauben und muss unter der Anlage das Distanzstück rausfriemeln, um ein neues reinzusetzen, in der Hoffnung, dass das ungefähr das Schätzeisen geklappt hat und man es nicht 10-mal machen muss. Und manchmal ist die Welt so simpel. Ich weiß nicht, warum wir damals nicht drauf gekommen sind, aber geil, dass irgendjemand von euch die Idee hatte. Jetzt sind Schraubteller drunter. Das heißt, die Schrauben ziehen die Platte von oben runter und schrauben sie fest und stoßen dann gegen einstellbare Teller. Fertig ist die Laube. Das sind jetzt zwar geschätzt 150 bis 200 Stück, aber danach ist es einfach justieren. Schraube lösen, Teller anders einstellen, wie man es eigentlich von jedem billigen Baumarktregal kennt. Haben wir jetzt auch. Super. Also, ich erzähle euch was zum Kabelschlepp, aber das machen wir unten. So, hier haben wir mal die ausgebauten Kabelschleppkabel ausgelegt. Und ich habe jetzt auch nachgeguckt, es sind knapp 4 Millionen Mal ist der Schlitten gefahren. Und Hendrik ist gerade zum Flughafen hochgegangen und hat den Rechner angeschmissen. Und? 53 Millionen Meter. Der Schlitten ist, seitdem wir ihn in Betrieb genommen haben, 53 Millionen Meter gefahren. Das ist also mehr als einmal um die Erde. Es sind also 53.000 Kilometer. So, und 53.000 Kilometer lang wurde dieses Kabel immer wieder gebogen. Und jetzt haben wir es hier mal ausgelegt, die ausgebauten. Und hier sieht man auch ziemlich gut den einen Defekt, den wir hatten. Das ist nämlich diese Stelle hier. Die haben wir daraufhin geflickt, also in einer Nacht- und Nebelaktion, weil eines Morgens, oder das war während des Morgens, oder? Ja, abends passiert. Abends passiert und morgens ging es dann endgültig nicht mehr. Haben wir dann gefunden, dass es eine Stelle in dem Kabelschlepp kann, wo also gar nicht die Funktionalität des Kabels dran schuld war, sondern sie hat gerieben. Immer im Vorbeifahren eine Stelle leicht berührt und hat sozusagen statt dieser Bewegung immer so eine Flapp-Flapp-Bewegung gemacht und irgendwann war es halt durch. Haben wir schnell geflickt und sozusagen echt, hätte nur 3 Wochen länger halten müssen, oder 4 ist es glaube ich her, dann wäre es getauscht worden, weil wir hatten ja gesagt, kommt noch mal ein Shutdown, dann nutzen wir den. Also, hier haben wir ein neues Kabel. Hier haben wir ein altes. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, es wäre nicht nötig gewesen. Aber sicher ist sicher, weil 4 Millionen Mal hat das Kabel das hier gemacht. Also wir tauschen es lieber. Aber da sieht man mal, diese sehr, sehr speziellen Kabel sind jetzt ausgebaut. Sie sind halt einen Tick länger, als der Schlitten an sich lang sein muss, damit es immer so ein bisschen Reserve gibt. Wir sind froh drüber. Viel erzählen kann ich drüber nicht, weil Bilder seht ihr im Hintergrund und die sprechen eigentlich viel mehr. Ja, wir sind in der 4. Woche und wir haben mal geplant, 4 Wochen, beziehungsweise gehofft, in 4 Wochen schaffen wir das. Und, wie sieht es aus? Ganz gut eigentlich. Wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit. Also wir hatten eine Woche ungefähr geschätzt, dass es das dauert, diese Platten einzubauen. Denn Kenny ist mit seinem Team durch, alles ist super verkabelt, es braucht nur noch angesteckt werden, es ist auch schon neu programmiert. Die Platten sind fertig ausgerüstet mit Fahrdraht und allen Verbrauchern wie Weichen, Stoppstellen und Rückmeldern und vor allen Dingen der Flugfeldbefeuerung, die fast 1000 LEDs.
Das heißt, es liegt jetzt nur noch an uns, diese Platten zu justieren. Das ist aber echt tierisch aufwendig, jetzt seit 5 Tagen dabei. Ja, genau. Und Freitag wollen wir Test fliegen. Das kriegen wir hin, ja. Meinst du, die Höhe stimmt? Die ersten beiden Platten haben wir echt lange gebraucht, um halt erstmal überhaupt richtige Position zu finden, aber danach ging es. Also ihr wundert euch vielleicht, warum da eine von den alten Platten drin ist, weil wir haben begonnen, hinten die ersten Platten anzubringen. Wir hatten vorher die exakte Höhe uns notiert, also klar, die ist auch seit Jahren bekannt, die kennen wir. Und haben halt seitdem die Platten A auf die Höhe gebracht und B auch auf den Abstand. Das heißt, da wir den Schlitz haben, wo die Stangen durchfahren, der darf nicht zu weit sein, sonst öffnen unsere Schlitzschließer nicht mehr. Und der darf nicht zu eng sein, weil sonst knallen uns A unsere Schlitzschließer um die Ohren und B passen die Stangen nicht mehr durch. Für die, die noch nicht seit 20 Jahren Gerrits Tagebuch schauen, die Schlitzschließer sind dafür da, um den Schlitz zu schließen. Das heißt, das war immer unser Ziel, wir möchten eine schöne Startbahn haben, wenn der Schlitten gerade weg ist und der Schlitten kommt mit seinen Stangen und öffnet dann den Schlitz, den man sonst nicht sieht. Und dieses Prinzip ist eigentlich die Hälfte der Komplexität, die wir jetzt gerade haben. Die eine Hälfte ist die Oberfläche, weil das Fahrwerk vom Flugzeug ist softwaretechnisch exakt auf die Oberfläche ausgerichtet. Und wenn die Platten jetzt nicht ganz exakt von der Höhe sind, macht das Flugzeug beim Starten echt komische Bewegungen. Das wollen wir nicht. Und der Schlitz muss exakt ausgerichtet sein, damit die Schlitzschließer sich öffnen. Und da hast du ja eben gerade, ich komme da nicht so gut an, das kannst du mal eben zeigen und erklären, mit der Spitze der Nocke, da sieht man das ziemlich gut. Genau, also hier sieht man das eigentlich, wie der Schlitten ankommt und den dann quasi so aufdrückt. Und wenn er dann halt vorbeigefahren ist, dann geht er automatisch wieder zu, weil er halt eine Feder verbaut hat. Und da ist ja das Große, da ist es ja am knappsten von allen Punkten. Wenn da was falsch ist, dann geht es nämlich schief, weil wir konnten diese Nocke, wir nennen es Nocke, die da durchfährt und die Schlitzschließer öffnet, nicht unendlich lang machen und schön seicht rausführen, weil sonst knallt sie vorne an die Wand und wir können nicht weit genug nach hinten fahren. Und da sieht man eigentlich den schönen Punkt. Ist es zu dicht dran, fetzt sie den Schlitzschließer raus. Ist es zu weit weg, funktioniert der Öffnungsmechanismus nicht. Aber das Schöne ist, da diese Platte erst gleich, wenn ich hier aufhöre, draufkommt, können wir hier mal die Schlitzschließer so richtig schön bei der Arbeit sehen. Deswegen, Damian, Start! Jetzt sieht man schön, wie die hier geführt werden. Kannst du mal die Richtung wechseln? Wie sie hier schön geöffnet werden. Das ist so richtig mal anschaulich. Das hätten wir gerne damals bei unserem Test mal bauen müssen. Ne? Dann hätten wir die Schlitzschließer schneller in diese wirklich mittlerweile perfekte Form gebracht. So. Wir haben Montag, 4. Woche. Am Freitag wollen wir testen. Schafft ihr das? Ja. Sauber. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Dann bin ich gespannt. Ja, es ist die 5. Woche des Flughafenneubaus und es hat sich was verändert. Wir haben jetzt den Shutdown in Deutschland ist verlängert worden. Das heißt, auch wir haben jetzt richtig mehr Zeit gewonnen für diese Geschichte und die werden wir nutzen. Wir haben also den Plan ein bisschen geändert, denn technisch ist die Startbahn fertig. Das ist das Wichtigste. Wir haben den ersten Testflug gemacht. Den seht ihr hier gerade vom Kamerakind Gerrit mit Handy gefilmt. Und der war erfolgreich. Danach sind wir noch ein bisschen gefahren mit den Autos und auch geflogen. Das funktioniert alles einwandfrei. Kleine Schwachstellen haben wir bei Magnetbandübergängen, die wir vielleicht noch mal korrigieren werden. Aber da ist jetzt erstmal der Modellbau dran, die Startbahn hübsch zu machen. Bis dahin haben wir alle Flugzeuge erstmal unter der Anlage rausgeholt, um die Schattenbahnhöfe auch von den Autos zum Beispiel mal und die Ladestationen zu reinigen und zu überprüfen. Und wir haben uns entschlossen, dass wir die Lifte neu bauen, beziehungsweise nur die Platten, weil die haben auch ein bisschen gelitten in den letzten 10 Jahren. Wir werden diese Zeit also intensiv nutzen und ihr müsstet jetzt noch 5 Wochen warten mit wöchentlichen Updates, bis hier alles fertig ist. Deswegen enden wir das jetzt mal hier mit der Folge und ich wünsche euch wirklich schöne Weihnachten, besondere Weihnachten dieses Jahr, einen tollen Rutsch ins neue Jahr und uns allen ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, einfach ein gutes Jahr 2021. Wir werden uns da wiedersehen mit Gerrits Tagebuchfolgen. In der nächsten zum Beispiel will ich mal wieder ein bisschen über Formel 1 bringen. Da geht es ganz langsam voran, aber besonders bei einem Thema geht es voran. Wir haben ein bisschen zu den Sternen gegriffen, haben gesagt, wie cool wäre es denn, an der Formel-1-Strecke sind immer so Fernsehübertragungen, also so Live-Monitore, damit das Publikum auch ein bisschen mehr vom Rennen sieht. Die müssen wir doch eigentlich auch haben. Und dann müsste doch eigentlich auf diesen Monitoren auch live das Rennen gerade laufen, was gerade läuft. Das heißt, wir werden so mit 10, 15 Kameras versteckt in der Anlage arbeiten und werden tatsächlich eine Software schreiben, die diese Videostreams schneidet, live zu dem, was da gerade passiert und möglichst auch die heißen Rennszenen sich rauspickt und am Ende auf den kleinen Bildschirmen wirklich genau das Rennen als Fernsehübertragung zeigt, was gerade läuft. Das zeige ich euch nächste Woche, wäre schön, in der nächsten Folge mal, wie weit wir da sind. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.